Mein Name ist Urs Erbacher. Wir befinden uns hier in der Werkstatt von Erbacher 911 Classic Cars. Wir bauen hier die geilsten Porsche in der Schweiz. Entstanden ist die ganze Geschichte aus einer ganz alten Geschichte. 17 hat unser Dorftrainer vom FC Dornach den Porsche 911 gehabt und hat uns manchmal mitgenommen. Ich wollte immer so einen kaufen. Habe dann das auch gemacht mit 20, mit 18 habe ich das nicht dürfen. Habe dann aber lange in der Dorfszene geschafft, über 35 Jahre. Und erst jetzt ist die Leidenschaft wieder aufgelungen, als ich wieder mal so einen alten 911 gesehen habe. Und aus diesem Grund haben wir dann das einfach gemacht. 35 Jahre haben wir Custom Bikes gebaut. Wir sind sehr bekannt in der Schweizer Szene. Wir haben die ersten Prüfungen für die Motorräder mit breiten Reifen, mit langen Gabeln und so weiter. Schon in den 90er Jahren, im 92 sind wir die allerersten, die wir mit Dynamiktestzentren in Wofla zusammen geschafft haben, um das Ganze auch legal zu machen, weil schon dann haben wir das Zeug umgebaut, aber man konnte es halt nicht vorführen. Wir sind dann recht gut gewesen, haben tonnenweise Motorräder gebaut, was wir dann ganze Know-how auch auf die Porsche umsetzen. Ich hatte einen ganz guten Kunden, der unbedingt gesagt hat, ich bin jetzt zu alt zum Motorradfahren, ich wollte jetzt so einen geilen Backdate Porsche. Er war inspiriert von anderen, die das auch machen, Mitbewerber. Er ist an mich herangetreten und hat gesagt, du hast mit 6 geilsten Motorrädern gebaut und alle legal, alles vorgeführt, Unmögliches möglich gemacht. Bauen wir so einen Porsche, komm, gib Gas, ich finanziere das. Das war jetzt vor fast 10 Jahren. Ich habe mich befasst mit der ganzen Geschichte vom Backdating, von den 911er. Ich habe geschaut, welches ist der beste 911er gesehen, luftgekühlt, der noch die alte Form hat. Das war der 964er. Mit 964 hat es ja zuerst als Allrad gegeben und nachher dann als Heckantrieb C4, C2. Das war also eigentlich ein ganz neuer 911er, der aber noch die alte Karosserieform hatte, wie die 1972er Porsche hatten. Und aus diesem Grund hat man dann das Fahrzeug noch zum Umbauen. Das finale Produkt bei so einem Backdate Porsche ist eigentlich gesehen, es soll halt richtig ein Wow-Effekt sein. Es soll optisch und designtechnisch richtig alles gut aussehen, gut passen. Das habe ich von der DÖF her natürlich auch immer so gehabt. Darum habe ich x Preise gewonnen mit DÖF Bikebuilder in Deutschland. Ich habe für Victory, eine amerikanische Marke, sogar Konzeptbike hergestellt, wo es darum gegangen ist, wir bauen gute Dörfer, wir haben keine Ahnung, was will der Endkunde. Du hast da mehr Ahnung, du mal ein Dörf designen. Und wir haben das gemacht. Das Motorrad war in New York in Sturgis ausgestellt. Und das hatte ich immer ein Auge für so optische, wo man ein Fahrzeug auch stimmen muss. Wir haben einfach immer schöne Autos und Dörfer gebaut. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich habe auch dann bis zu 4-mal Felgen wechseln oder 5-mal die Standscheiben oder 6-mal die Aufkleber, die drauf sind, weil sie mir selber nicht gefallen. Und die Leute sagen, hast du das jetzt so sein? Ich sage, nein, es muss mir gefallen. Ich baue es eigentlich für den Kunden mit ihm zusammen, aber grundsätzlich für mich, damit es für mich stimmt. Und darum kommen dann so gute Sachen raus. Das ist die Designgeschichte, also das Optische, das ich jetzt schwätze. Dann gibt es noch die zweite Geschichte, das ist das Technische. Ich fahre seit 1980 Rennen als Hobby. 1980 noch Rundstreckenrennen, ganz kleine Rennen, dann 82 umgestiegen in Dummy-Szenen mit Drag Race, mit Motorrädern und mit Auto. Ich habe 6 FIA-Europameisterschaftstitel geholt, also ich war 6-mal in Monaco eingeladen mit allen Formel 1-Leuten. Dort ist um Drag Race geht es eigentlich mehr um Performance von Motoren. Also es ist nicht unbedingt fahrerisch allerhöchst stehend, sondern es ist mehr oder weniger eine Setup-Geschichte und wie kann man am besten so ein Auto oder so einen Motor frisieren, auf Höchstleistung zu bringen. Und dadurch ist einerseits sind wir sehr gut gewesen, weil wir halt sehr genau geschafft haben mit meinen Leuten. Und wenn wir vielleicht noch das letzte Quantel rausgeholt haben, was sie nicht rausgeholt haben, obwohl sie viel größere Budget hatten. Und das habe ich natürlich jetzt alles auch umsetzen auf meine Porsches. Also ich wollte nicht irgendeine Bremse, die lässig aussieht und rot lackiert ist, sondern ich habe die beste Welle. Und das sehen wir auch heute noch. Bei jedem neuen Modell kommen neue Innovationen, wo man sagt, das könnte man beim nächsten noch mal ein Mühe besser machen, weil irgendwie lenkt er nicht schön ein oder die Besetzung von der Lenkung ist nicht gut oder das ist nicht gut. Und die das immer stetig wieder verbessern. Also jetzt neue Erbacher Porsche hat wieder neue Innovationen drin, die natürlich auch alle geprüft werden müssen. Darum geht das auch relativ immer lang und ist auch nicht günstig. Wir haben motorentechnisch bei diesen Autos haben wir natürlich etwas ganz Spezielles wählen. Mir ist sehr wichtig, dass wir den 6-Zylinder beibehalten. Also wir könnten ja zum Beispiel eine V8 LS7 einbauen, das machen die Amis teilweise. Bei der Porsche, das ist nicht so genau mit irgendwelchen Porsche, natürlich sehr ein toller Motor. Und ich bin dann durch das zu meinem Motorenbau, wo alle meine Dragster-Motoren seit Minimum 10 oder 15 Jahren gemacht hat. Also das heisst, alle Sachen, die wir hier nicht im Haus machen können, wie Zylinderbohren, Leinbohren, Ausholen und so weiter, haben wir ihm gegeben zu machen.
Und durch das ich wusste, dass auch Porsche sehr, sehr koryphäen ist auf Porsche Motoren. Bin zu ihm gegangen und gesagt, ich will einen 5-Liter-Motor für mich und dann hat er gelacht, das ist nicht möglich. Dann habe ich gesagt, ich will ja 4,5 Liter, gesagt, das ist auch fast nicht möglich. Dann habe ich gesagt, 4,3 könnten wir machen, ich habe eine Idee. Und so haben wir das Projekt gestartet mit dem 4,3-Motor, den wir heute in unseren Autos verbauen. Wichtig ist dazu zu sagen, dass das Kurbelgehäuse, also das heisst das Motorengehäuse, immer noch das Originalgehäuse ist. Und wenn wir jetzt noch höher gehen wollen, wo wir vielleicht in der Zukunft auch planen, dann müsste man ein fremdes Gehäuse haben vom Motor, und zwar dann kein Porsche-Motor mehr in dem Sinn. Das ist so ein bisschen, hat mich zum Eckenberger gebracht, also zum Lothar Rodenheber, der die Firma Eckenberger führt, zusammen mit seinem Partner Nick, die wirklich Koryphäen sind in Sachen Austüfteln von Rennmotoren, von Langlebigkeit, was ja mir auch ganz wichtig ist, dass die Autos richtig gut fahrbar sind. Also es ist nicht ein von diesen Motoren, es ist irgendwie ein Rennmotor, der dann einfach nur oben rausläuft, sondern die Motoren sind alle aus dem Keller raus, kann man die beschleunigen. Die haben über 400 Newtonmeter Drehmoment. Das ist relativ viel für so einen Motor und trotzdem über 400 PS Leistung oben raus. Und das ist mir wichtig. Wir haben im Prinzip 3 Varianten, die wir bauen. Das eine ist der Porsche Airbacher One, das gelbe Auto dahinter. Das ist jetzt eine typische, das ist eine Ableitung von meinem DÖF, der One, den wir hatten, wo wir auch selber einen Rahmen gebaut haben und alles. Also eigentlich auch eine eigene Typisierung hatten. Der Airbacher One ist jetzt so ein Beispiel von einem Kunden, der das gesehen hat, der das Probe fahren wollte. Und so ein bisschen zum Ablauf, wie so ein Aufbau überhaupt verläuft. Das ist eine relativ langfristige Sache. Also der ganze Umbau geht in der Regel 18 Monate bis 2 Jahre sogar oder noch länger. Das ist immer eine Sache von der Verfügbarkeit der Teile. Und es ist ein bisschen wie ein Haus bauen. Also ich bin quasi der Architekt, der den Besitzer des Fahrzeugs beraten. Man fühlt zuerst mal aus, was will er überhaupt. Will er auf die Rennstrecke, will er können. Es ist einfach ein schönes Auto, das ganz toll ist, um am Sonntag ein bisschen über die Schweizer Pässe zu fahren. Weil ein Auto, das wirklich auch läuft in ein Tier, das leicht ist, oder einen gewissen Komfort hat, dass es innen nicht so laut ist, dass es eine gute Klimaanlage hat. Also da möchte ich mal die Grundbasis zusammenstellen, was will er überhaupt. Und ich führe dann dazu anführen, was ist möglich, was kann man machen. Und dann gibt es quasi das Produkt. Und dann ist das eigentlich wirklich wie ein Hausbau. Also wir zusammen auslesen, was nimmt man für Felgen, was nimmt man für Felgenfarben. Karosseriefarben haben wir bis jetzt fast immer original Porsche-Farben genommen. Nicht genau von diesen Jahrgängen, sondern vielleicht auch aus den 50er Jahren. Aber wir haben immer Porsche-Farben genommen, die nicht metallisiert sind. Aber natürlich machen wir für Kunden auch gerne einen metallisierten Porsche. Ich warte schon lange mal drauf. Wir haben einen Targa gemacht, der ist metallisiert, ist aber auch eine Porsche-Farbe. Und so ist der ganze Ablauf mit sehr viel Gespräch, mit sehr viel Zusammensitzen, wird dann das Konzept von dem Auto aufgestellt und wird dann auch angefangen. Es kann natürlich auch Änderungen geben während dem Bau, dass der Kunde sagt, ja, nein, das ist der Boiler, haben wir aber nicht so vorgestellt, wenn er dann ein Foto schickt, mit denen natürlich auch immer dokumentieren, mit laufenden Fotos. Jetzt ist die Sitz gekommen und kommen wir mal vorbei, ich kann Probe sitzen, dann sitzt er drin und sagt, das ist aber gar nicht bequem für mich, weil das kann man sich nicht vorstellen. Und jeder hat ein anderes Gefühl. Und dann kann man dann natürlich noch Änderungen machen. Also, und am Galen haben wir auch gewisse Änderungen gemacht während dem Bau. Und ist jetzt fertig. Die Bauzeit ist natürlich fast jetzt 3 Jahre bei dem, weil wir sehr lange gewisse Teile warten, die wir haben müssen anfertigen lassen. Und dann haben wir das RSR-Tribut, also der Grüne, der hier gerade nebenan steht. Dort haben wir weggelegt auf Leichtbau. Und dann haben wir gesagt, gut, dann schauen wir, dass wir mal möglichst leicht so ein Auto bauen können. Wir haben dann eins sogar gebaut unter 1000 Kilo. Das hat natürlich gewisse Beeinträchtigungen, wie man muss vielleicht auf eine Klimaanlage verzichten, vielleicht auf elektrische Scheibenheber muss man verzichten. Das ist natürlich alles Gewicht und baut dann sehr viel mit Carbon-Teilen, also die Ölverkleidung, Carbon. Hier bei denen ist sowieso die ganze Heckstange, Heckdeckel, Kotflügel, alles aus Carbon. Was übrigens auch beim Airbacher One so ist. Wir haben die Teile aber auch selber gemacht, wir haben eigene Formen. Mittlerweile lassen wir die in Italien produzieren. Den Prototyp haben wir hier selber gebaut. Also wir haben eine Karosserieform von diesen Autos haben wir quasi hier im Haus. Mit Gips, Beton, Zement, was wir gerade gefunden haben, haben wir eine Karosserie angebastelt mit Holz und Sperrholz und Polyester. Und dann tut man das schleifen, man tut das fixfertig auch spritzen. Das ist einfach extrem schwer und dann sagt man, jawohl, jetzt gefällt mir die Form. Wir arbeiten hier auch mit Modellierkit, also das ist so eine Art wie Lehm, so eine braune Modelliermasse, wo wir dann gewisse Formen machen können. Und dann tut man das spachteln.
spritzen und abformen. Man macht eine Negativform. In dieser Negativform kann man dann ein Positiv dann wieder machen, das extrem dünn ist. Die haben wir dann, nachdem wir es designt haben und die ersten Prototypen gemacht haben, auf Italien gegeben zu einem Carbonbauer, der dann professionell uns jetzt die Teile macht. Also alle Teile, die bei uns verbaut sind, wie Kotflügel, Heckstangen, Frontstangen, Huben vorne, Flanschweller unten beim One, ist alles selber konstruiert und selber hier im Haus Prototypenbau betrieben worden, wo wir dann heute produzieren. Also sehr, sehr aufwendig. Der RSR ist natürlich eben ein bisschen einfacher gebaut, weil der nicht so viel Karosserieumbauten wie der Airbacher One hat. Beim Airbacher One ist man natürlich sehr weit gegangen, hat eben unten die ganzen Blechseitenschwellen verlängert nach oben. Das Auto hat eine sehr tiefe Optik zum Anschauen. Ist aber im Prinzip eigentlich nur Karosserie runtergesetzt. Er ist nicht mal viel tiefer als ein Originaler. Er ist knapp 40 mm tiefer als ein Originaler 964. Wirkt aber nicht so hochbeinig, weil die ganze Karosserie optisch nach unten gezogen ist, mit den Stoßstangen, mit der Seitenschwelle. Also wir haben da wirklich einen riesen Aufwand betrieben. Wir haben eigene Spiegel gebaut. Wir haben die Spiegelwellen aus Aluminium mit der Tropfenform. Und jetzt gibt es nie auf dem Markt zum Kaufen. Ein ganz guter Mitbewerber, ganz schöne. Und mein erster Kunde hat gesagt, ich will auch die. Und die haben wir natürlich nicht gekriegt, weil der Mitbewerber die selber herstellt. Dann haben wir gesagt, das machen wir auch selber. Also wir haben eine eigene Seitenscheibe in Sekuritglas machen bei einem Glasbauer. Wir haben die Spiegel hier auf unserem 25-jährigen Schäublin-Dreibank, die CNC gesteuert ist, ein uraltes Ding. Wenn man Ersatzteile hat, mein Mechaniker, der Lo, hat die ganzen Spiegel dreht auch von Hand. Also die sind komplett handgemacht auf dem Dreibank hier, aus einem vollen Aluminium gefräst und zusammengesetzt. Und das sind die Spiegel, die wir verbauen. Und das ist natürlich extrem teuer, weil so ein Spiegel, da ist er 3-4 Tage dran, nur am Rolling bearbeiten. Also man kann das gar nicht beziffern oder weiterverkaufen, um einen Profit zu machen, weil das würde gar nicht mehr zahlen, so eine teure Sache. Und so haben wir einfach immer immer meinen eigenen Kopf durchgestiert. Ich habe gesagt, ich nehme jetzt einfach einen Spiegel, weil ich nicht einen Spiegel gefunden, der wirklich schön ist. Und habe gesagt, jetzt machen wir selber einen. Und das habe ich auch bei der Dörf immer so gemacht. Und das hat dann zum Erfolg geführt, dass es immer ganz tolle Motorräder und tolle Autos gegeben hat am Schluss. Also mit der Fahrdynamik von diesen Autos sind wir natürlich auch so weit, dass wir auch seit 4 oder 5 Jahren jetzt in Arosa immer an dem klassischen Bergrennen mit einem Auto oder 2 Autos immer mitfahren. Wir wollen beweisen, dass man mit unseren Autos auch sehr schnell fahren kann. Darum gehen wir auch auf Arosa. Wir haben natürlich auch viele Kunden, die sagen, okay, ich will so ein Auto, will ein bisschen so Rennen fahren, Lenzerheide, die eigentlich mehr so Blauschrennen sind, die nicht wirklich richtige Bergrennen sind. Aber man gibt auch richtig Gas und die Autos müssen natürlich verheben. Und aus diesem Grund haben wir jetzt ein spezielles Projekt mit einem violetten 964er, wo wir auch schon sind zweimal auf der Rennstrecke gesehen, also Arosa einmal und dann jetzt noch Nürburgring auf der GP-Strecke. Und haben jetzt ziemlich viele technische Sachen, die wir ändern. Wir wollen das noch besser ankriegen und haben jetzt ein Projekt, wo wir unseren 964 RS-Style, also so wie der grün ist, für die Nordschleife mit dem 4,3 Liter machen und probieren dort die 8 Minuten zu knacken mit dem Auto im nächsten Jahr. Und da sind wir jetzt Vollgas dran. Zum Glück haben wir auch wieder einen Kunden, der das total lässig findet, der gesagt hat, baue mein Auto um, ich will das so. Dort haben wir jetzt recht viele technische Veränderungen vorgenommen oder geplant. Das ist noch nicht ganz fertig, mit einer speziellen Sperre, mit speziellen Getrieben, mit speziellen Radaufhängungen, mit ganz speziellen Bremsen. Aber wir werden das Zeug eben auf der Rennstrecke testen. Wir wollen wissen, ob die Bremse wirklich auch gut ist. Wir lassen teilweise professionelle Testfahrer mitfahren, um ein Feedback zu geben. Zum Beispiel Fabio Scherer, Rosa gefahren für uns. Der geht auch mit uns teilweise testen. Nick Schalewski ist auch schon ein Auto gefahren von uns, hat ein Feedback gegeben. Wir haben darauf reagieren und bauen jetzt das Auto komplett um. Das ist eben Sinn vom Auto auch sehr wichtig. Das eine ist, wir müssen natürlich bequem sitzen können. Das ist jeder Mensch anatomisch ein bisschen anders. Der eine ist sehr gross, der andere ist sehr klein, der nächste kurze Beine. Also man muss das eigentlich richtig anpassen, was man für Sitz am besten nimmt, dass er gut sitzt, was für eine Sitzposition muss er haben.
Und dann wird das vom Sattler, das ist dann auch wieder so ein bisschen hausbaumässig, also man würde dann wirklich beim Sattler mit mir zusammen ganz in der Nähe die ganzen Komponenten auswählen. Also der Teppich ist nicht so ein Filzteppich, wie Porsche Original hat, also so ein Velourteppich, der so dann richtig grusig ist zum Anlängen, was einfach eins putzt, wenn man zweimal drüber, sondern es ist ein richtiger gewobener Teppich, also man muss sich das vorstellen, wie ein gewobener Wollteppich am Boden, und da kann man dann auch auslesen, ganz feine, ein bisschen gröbere, grob geknopfte, x Farben natürlich. Und dann geht es weiter mit dem Interieur, will man Vollleder oder will man Teilleder, also wir haben dann teilweise Leute wie jetzt der Gäri, der hat das Mittelteil Stoff. Oder viele nehmen auch Alcantara, weil man halt im Leder doch je nachdem schnell schwitzt. Wir arbeiten, wenn es geht, meistens mit Leuten von der Region. Wir haben natürlich auch je nachdem Kunden, die Wünsche haben, die sagen, ich habe einen Sattler, weil ich schon viele Autos habe. Ich hätte gerne, dass er das macht. Und das haben wir 2, 3 Sattler, die wir hier zusammen arbeiten. Das ganze Interieur ist dann so gestaltet, also der Dachhimmel ist aus Stoff oder aus Leder oder aus Kunstleder, Alcantara. Die meisten haben ein Stoffdach, das gibt einfach auch eine bessere Dämmung. Wir haben die ganzen Schaltknöpfe, die sind, die Lichtschalter und so weiter, die wir selber machen auf unserem uralten Schäublin da hinten, werden also von Hand gedreht. Die kann man nie kaufen, es fragen immer einen Haufen Anwender, die kaufen, ich will die auch, und die sagen, die gibt es nicht zum Kaufen. Ja, das gibt es nicht. Dann habe ich gesagt, doch, das gibt es, wenn wir die selber machen. Und so haben wir auch ein bisschen etwas, wo wir ein Auto, das nur wir haben, das niemand anderes dann kann, am gleichen Ort auch bestellen oder auch machen. Klar kann das jeder auch nachbauen. Wir haben sie auch gebaut, dann kann auch einen anderen guten Dreier oder Maschinenmechaniker kann das auch machen. Aber man muss zuerst die Idee haben und die Ausführung, und dann ganz schlimm, es gibt sehr viele so Anlaufknöpfe zum Kaufen auf dem Markt, die man nicht anschauen kann, wo man wirklich muss sagen, das ist ein Designlegastheniker am Werk, der den Knopf designt hat, weil er einfach gesagt hat, ich muss einen Alu haben, der muss gut gehen. Aber dass es optisch geil aussieht, das ist dann eben ganz schwierig. Und so haben wir das ganze Interieur auch wieder sehr individuell gestalten. Wir haben einen eigenen Schaltknopf, der auch handgedreht ist auf unserem Schäublin, den man auch nie noch kaufen kann, mit einer Schaltverkürzung zusammen. Wir machen aber natürlich auch aus dem Zubehör, also zum Beispiel CAE-Shift, wenn jemand gerne sportlich will schalten. Also es ist eine Sportschaltung, die richtig kurze Schaltwege hat, richtig toll ist zum Fahren, die bauen wir auch sehr viel ein. Wie gesagt, auch dort ist immer der Kunde wichtig, was schwebt ihm vor. Er kommt bei uns Probe fahren, testet ein paar Sachen aus und sagt dann, ja gut, die Schaltung ist mir jetzt zu teuer, ich muss die nicht haben, mit dem Original lenkt mir. Oder ich will so eine Sportlenkung ab dem offiziellen Zubehörmarkt, die finde ich auch gut und die kostet auch nicht so viel wie die handgemachte. Und so sollte man das dann zusammenstellen. Das ist genau wie bei den Häusern, kann ja das gleiche Haus halb so viel kosten wie das andere, das gleich gross ist, aber einfach ganz anders ausgestattet ist. Weiter geht es dann mit Fahrdynamik oder Performance bei diesen Autos. Das ist bei den TÜV bei mir immer schon sehr, sehr wichtig. Früher schon arbeiten mit unseren eigenen Rämen, mit dem Nachlauf, mit der Spur. Und warum sind die so schlecht zum Fahren, wenn sie lange Gabeln haben? Haben das korrigiert, haben eigene Rämen gebaut, die dann sicher nicht so gut gefahrbar sind wie ein Original, aber einigermaßen. Das war ganz wichtig und das habe ich auch umgesetzt bei meinen Porsche. Ich habe immer gesagt, es muss besser laufen, als sie damals waren. Also nicht von der Leistung her, sondern von der Fahrdynamik. Man muss sich sicher fühlen, man muss schnell fahren, es muss gut einlenken, es muss sehr gut bremsen können. Bei Porsche relativ einfach, die haben schon original relativ gute Bremsen gehabt. Dann haben sie ja die Eigenschaft von Untersteuern, das haben alle 911 gehabt, dass sie einfach geradeaus sind in der Kurve. Darum haben sie auch viel Geld, was sie eingeschossen haben. Das haben wir auch geschafft an unseren Autos mit speziellen Achsschenkeln, mit speziellen Nachläufen, mit speziellen Stürzen. Also uns ist die Fahrdynamik ganz wichtig gewesen. Und auch die Langlebigkeit, dass man mit einem Motor wirklich auch von hier wirklich auf Italien runterfahren, wieder zurück 2'000, 3'000 Kilometer, ohne dass man erst einmal den Motor auseinandergeht, weil er irgendwie 10'000 Umdrehungen dreht. Und da haben wir einfach grossen Wert drauf gelegt, auf die Fahrdynamik. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Und ich habe jeden Kunden bis jetzt überzeugt, der hier angekommen ist, was nicht schlüssig war. Und gesagt, ich bin noch dort schauen. Dort habe ich gesagt, du hast einen Schlüssel, nimm das Auto, gehst eine Runde fahren. Wenn du willst, komme ich mit, und sonst gehst du allein. Ich habe das Vertrauen. Wenn du so ein Auto willst kaufen, sind sie zurückgekommen und haben gesagt, jawohl, wir schwätzen gerade darüber, was wir machen. Weil eben die Fahrdynamik auch sehr wichtig ist. Eben, es muss auch zum Fahren Spass machen. Und da legt man sehr grossen Wert drauf. Was man muss sagen ist, wir sind auch 2 totale Spinner. Also ich und Lothar, wir haben nie gesagt, ja, wir bauen jetzt einen 4-3er-Motor, wir müssen hier ein Budget haben, was kostet das, wie viele Sachen müssen wir machen. Wir haben einfach gesagt, komm, wir machen das und fertig. Und wir haben auch bei der Auspuffanlage zum Beispiel, wir haben glaube ich, etwa 13 verschiedene Auspuffe gebaut, um endlich mal durchzukommen.
Und beim 12. hat man dann mal irgendwie Nerven verloren und hat gesagt, komm, jetzt kotzt es mich an. Und dann hat er gesagt, komm zu mir am Sonntag, wir bauen am Sonntag den Auspuff nochmal um, um nochmal probieren, den Lärmmessung anzukriegen. Und so sind wir einfach totale Enthusiasten, die eigentlich kein Budget haben für solche Sachen, sondern das einfach machen. Glücklicherweise natürlich ganz tolle Kunden haben, die das auch toll finden und sagen, ja komm, bau das einmal, ist mir eigentlich egal, was es kostet, es muss einfach gut sein. Das kannst du natürlich mit so Kunden, musst du zuerst suchen. Also wir haben keine Bank, wir haben gar nichts, wir haben wirklich nur ein paar Kunden, die daran glauben und ein Auto nach dem anderen bestellen und sagen, ja, kannst du von mir aus ein bisschen als Vorfinanzierung anschauen. Wenn du verkaufen kannst, ich bestelle einfach mal einen. Wenn es reinkommt, hat auch schon der 3. Wagen von uns, weil er einfach sagt, ich finde das toll, was die machen, also bauen wir noch mal einen, jetzt habe ich ja den, und wenn der fertig ist, kannst du den verkaufen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, aber wir haben natürlich nicht ein Budget, wie man es haben eigentlich für so ein Projekt, wo man sagt, hey, wir müssen 10 so Autos vorbereiten, wir müssen 10 so Motoren im Gestell haben, wir müssen 10 Getriebe im Gestell haben. Ich meine, so Getriebe, die wir verbauen, ist ein Kostenpunkt von 25.000 bis 30.000 Franken. Wenn ich jetzt 10 so Getriebe will finanzieren, dann bin ich 250.000 los, die ich gar nicht habe. Und so ist es auch mit den Autos. Also die Autos sind sehr rar auch zum Finden als Basis. Wir finden immer noch Autos, sind einfach ein bisschen teurer geworden. Also ein C2 heute kostet rund 100'000, ein C4 kostet 80'000, ein Schweizer Fahrzeug. Im Deutschen ist es ein bisschen günstiger, dafür muss man es importieren, vorführen. Also unterm Strich kann man sagen, kostet 100 so ein Auto. Wenn ich jetzt 5 Autos im Lager habe, die ich Kunden verkaufen kann, als Basis, wo ich kann sagen, du musst nicht die Auto bringen, ich habe schon eins, für viele haben das Auto noch nicht. Dann müsste ich nochmal 500'000 im Finger nehmen, um 5 so Autos zu finanzieren. Dann müsste ich gewisse Teile muss ich im Lager haben, weil einfach Produktion, also jetzt gerade die Seitenscheibe, die ich gesagt habe, ich muss 50 Stück bestellen, die ich vielleicht nie mehr verbauen kann. Weil vielleicht nur noch Elektroautos zugelassen. Nein, das ist ein Witz. Es wird natürlich weiterhin so Autos geben. Je mehr die Zeit jetzt so ein bisschen in der unsicheren Zeit, die wir haben, die Leute auch mehr in etwas investieren, wo sie ein bisschen länger dran haben, wo sie nicht einfach ab die Stange kaufen, sondern individuell gebaut ist. Also wie gesagt, Finanzierung ist nicht ganz einfach. Wir haben 2 totale Spinner, die einfach mal durchs Lauf bauen. Wir haben Glück, dass wir gute Kunden haben. Es wäre viel schöner, wenn wir recht ein Budget schaffen. Wir sind auch schon auf einer Bank gesetzt, um irgendeine Fräsmaschine zu finanzieren. Das ist schon lächerlich. Also, die Bank kriegst du 100'000, wenn du 300'000 fest anlegst. Also, das ist eigentlich, wenn du dann sagst, ich will gerne Zylinderköpfe machen, die ich verkaufen mit Gewinn, lachen die aus. Wer will denn überhaupt noch Zylinderköpfe? Es gibt eh keine Autos mehr in 5 Jahren. Das ist sehr, sehr schwierig. Die Kunden glauben das, weil sie nicht ein Auto bestellen und 3 Jahre warten. Aber eben Banken oder Finanzierung zu finden, ist nicht ganz einfach. Also, wir sind auch immer am Kämpfen. Wenn man natürlich ein Rechtsbudget hat, kann man natürlich viel, viel mehr machen. Wir haben auch schon Wahnsinnsideen mit einem Turbomotor, den wir bauen, wo man die Porsche einbauen kann. Wir sind dran an einem 3 Liter oder 3 Liter eingespritzt mit relativ viel Leistung, die auch ein DTC soll haben. Aber ich sage allein das DTC, das erste, was wir gemacht haben, allein Kosten vom Lothar, ist fast 1 Viertelmillion. Also wir müssen da richtig viel Geld investieren. Und darum machen wir das einen langsamen Schritt, dann können wir das auch selber finanzieren. Der Zukunftsplan von unseren Autos ist nicht ganz so einfach zu beantworten heutzutage, wenn man nicht weiss, wo geht die ganze Autoindustrie an. Mein Porsche baut in Zukunft auch einen Hybrid 911er. Ich glaube, die Elektrogeschichte ist ein bisschen abgehockt überall und ich glaube, die klassische Geschichte oder die Retrofit-Geschichte oder die Resto-Mod heisst es in Amerika, also restauriert und modifiziert, das ist gross am Kommen, weil das ist eigentlich auch nachhaltig. Also die Autos sind alle aus 89 bis 93 gebaut worden, also weit über 30 Jahre alt und fahren ja eigentlich immer noch. Also das ist eine sehr gute Geschichte. Mit dem Antrieb, klar, da gibt es immer höhere Vorschriften, da muss man halt darauf reagieren. Aber ich glaube, die Zukunft bei mir wird schon sein, dass wir weiter so Auto bauen. Wir können ja auch nicht 20 Stück im Jahr rauslassen, wir sind relativ klein. Wir wollen das auch bleiben, wir haben den Kundenkontakt direkt. Unsere Kunden haben die Handynummern, wir direkt kommunizieren mit dem Kunden. Also nicht irgendein Verkäufer, der die nachher 23 Wochen nervt, bis du sagst, ja, ich kaufe einen. Sondern bei uns ist es sehr, sehr persönlich. Und das sollten wir auch so beibehalten. Nichtsdestotrotz können wir natürlich noch Aufträge annehmen, wenn nochmal jemand würde so ein Auto bauen. Wir dann immer parallel 4 bis 5 Autos bauen in gewissen Baustufen. Geht das sehr gut. Wir können das auch noch erweitern. Wie gesagt, der eine ist beim Entlacken, das geht 2 so 4 Wochen. Der nächste ist beim Zerlecken, das geht 2 Wochen. Aber das grosse Handicap ist, wie bei allen Handwerksbetrieben, halt auch die Handwerker finden oder respektive die Arbeiter finden, die das noch können oder wollen machen oder auch mit Leidenschaft dabei sind, so wie wir.
So, meine Lieben, das war jetzt mal so ein erster Eindruck von unserer Bude hier, von unseren Porsche, von unserer Erbacher-Geschichte. Es kommt ganz bestimmt noch mehr und ich werde euch noch ganz tolle Sachen erzählen. Bis zum nächsten Mal.